Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Lasst uns direkt loslegen. Heute gibt es leckere Baguettes, super fluffig. Den Teig kann man auch für Brötchen benutzen oder auch Pizza. So, am Abend vorher gehen wir hin, nehmen uns 200 Gramm kaltes Wasser, 200 Gramm Mehl, vorzugsweise Tipp 55 und 0,6 Gramm Trockenhefe. Das tut ihr gut verrühren und lässt es eine Nacht in der Küche ruhen. Ja, die Kamera hat mal wieder gestreikt, aber ich hab's euch ja versprochen. Aber das bekommen wir dann so hin. Also wenn die Nacht vorbei ist, dann gebt ihr euren Vorteig in die Schüssel rein. Dazu kommen noch 200 ml Wasser. Hebt euch 25 ml Restwasser auf. 3,5 Gramm Frischhefe. 25 ml Olivenöl. 16 Gramm Salz. La Farina 14 habe ich benutzt. Und das wird so lange geknetet, bis ihr einen geschmeidigen Teig erhält. Das kann ungefähr 8 bis 10 Minuten dauern in der KitchenAid. So, wenn wir dann soweit sind, geht ihr hin und packt den Teig gut ein. Lasst ihn so 2 Stunden anspringen, dass man schon ein bisschen sieht, aha, er ist hochgegangen. Und dann könnt ihr hingehen und könnt den in den Kühlschrank legen für 20 Stunden. Ihr könnt aber auch hingehen und könnt den in der warmen Küche gehen lassen. Das wird dann ungefähr 3 bis 4 Stunden dauern. Aber ich habe es halt so gemacht, ich habe den Teig über Nacht im Kühlschrank gemacht und es waren ungefähr 13 Grad und 22 Stunden. Wenn ihr den Teig aus dem Kühlschrank rausholt, müsst ihr ihn erst abklimatisieren lassen. Genaue Beschreibung wie immer unten in der Beschreibung. Ja, und wie schon angekündigt, ihr habt ganz wenig Arbeit. Kippt den Teig jetzt raus am anderen Morgen und tut ihn so ein bisschen laminieren. So ganz leicht auseinanderziehen, aber nicht festdrücken. Das ist schon alles, mehr braucht er überhaupt gar nicht zu machen. Wie ihr gesehen habt, ich habe mir schon ein Backblech vorbereitet mit Backpapier. So, und jetzt geht ihr einfach hin und schneidet eure Brötchen raus oder eure Baguettes raus. Ihr braucht überhaupt gar nichts mehr zu formen. Ja, und das ist ja das Schöne an der ganzen Sache, dass du überhaupt gar keine Arbeit hast. Du machst dir einen Vorteig am Vorabend, den kannst du so lang stehen lassen, wie du möchtest. Wenn du Zeit hast, dann mischst du alles zusammen, so wie angegeben, und dann erhältst du hier solche tollen Baguettes. Schön sachte behandeln und es so ein bisschen rumformen, wenn du das möchtest. Da kriegen sie ein bisschen Spannung, aber durch das Laminieren, was wir am Anfang gemacht haben, haben die eigentlich schon eine gute Spannung bekommen. Also das sollt ihr nicht vergessen. Ja, wie ihr seht, ich habe noch schnell ein Brötchen geformt, weil ich immer noch ein bisschen am Ausprobieren bin. Und ich muss sagen, wenn es meine Tochter mal isst, dann ist es wirklich lecker. Ihr habt ja bestimmt schon öfter Spaghettis probiert, die werden immer so schwer, die sind so klumpig und das ist bei denen eben nicht. Allein schon durch den Vorteig, wenn ihr luftige Baguettes möchtet, dann müsst ihr auch ein bisschen mehr Hefe reinmachen. Dann reicht das nicht mit 0,1 Gramm oder so irgendwas. Deswegen auch diese höhere Menge an Hefe. Der ruhende Vorteig, das gibt einen leckeren Geschmack. Und natürlich kommt es auch aufs Mehl an. Ich habe mir schon einige Mischungen gemacht und dann wird es noch besser. Und die werden wirklich ganz luftig und leicht. Wie eine Feder. So, ein kleiner Tipp noch, ich habe mir hier 2 ganz normale Handtücher zusammengenäht. Da braucht man noch nicht mal Mehl drauf zu machen. Das klebt überhaupt nicht. Das ist genauso gut wie ein Leinentuch. Und das decken wir jetzt ein bisschen ab. Tun es ein bisschen anformen, so ganz leicht mit der Hand. Und schieben es nachher so ein bisschen aneinander, dass es sich gegenseitig ein bisschen stemme. Teig bei mir war jetzt nochmal ungefähr 40 Minuten in der Stückgarre. Danach könnt ihr gemütlich euren Backofen vorheizen, Wasser bereitstellen, Schüssel rein, irgendwas oder eine alte Pfanne. Wenn ihr das reinschiebt, könnt ihr das noch ein bisschen anschwaden. Und ich tue sie vorher noch ein bisschen besprühe, bevor ich sie reinschiebe. Ja, und dann einfach für 25 Minuten abbacken. Erst auf 250 Grad, danach gehe ich mit der Temperatur, nach 10 Minuten, nachdem ich das Wasser abgelassen habe, gehe ich ein paar Grad runter. Da kann man ein bisschen runtergehen, weil der oben ja heiß ist. Einfach abbacken und schon kommen wir zum Ergebnis.
Ihr seht, ich habe ein bisschen Probleme mit der Kamera, sorry. Deswegen habe ich auch ein paar Teile verloren. Aber ich glaube, ich habe es irgendwie noch hingebosselt, dass man das alles auch versteht. Also hier nochmal zum Anschnitt. Ja, wie ihr gesehen habt beim Fingertest, hatte ich ja schon so eine leichte Übergache. Und deswegen sind sie diesmal nicht so fluffig, wie ich mir das vorstelle. Die sind fluffig, aber die Porung hätte keine besser sein. Jedenfalls, sie sind super leicht, wie eine Feder. Die schmecken mit Sicherheit. Die sind nicht so schwer, so wie das, was ihr kennt. Die sind einfach super leicht. Ich stoße dann immer so in Stücke aufschneide und so essen wir sie dann am liebsten und mit ein bisschen Wurst drauf oder halt Marmelade. Also mit Marmelade, wer das gern isst, das schmeckt wirklich wunderbar. Ist sehr, sehr lecker, kann ich euch nur empfehlen. Ja, dann, ich sag mal wieder, abonniert meinen Kanal, um keine weiteren Videos zu verpassen. Und das Rezept ist wie immer in der Beschreibung unten. Und dann sage ich mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.